Es gibt immer wieder Sachen im Internet, die sind so schräg, die sieht man und man überlegt, funktioniert das wirklich? Und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich habe hier eine verrostete Bremsscheibe, die will ich reinigen für ein Projekt. Ich habe hier einen Rundstahl, der muss übergereinigt werden. Und das ist ein Schürhaken, den habe ich mal geschmiedet bei meinem Freund Olli. Und den wollte ich natürlich auch noch mal ordentlich sauber machen, weil ich den weggeben will. Normal würde ich dafür diese Reinigungsscheiben nehmen, die sind wirklich super. Nachteil ist bei diesen Reinigungsscheiben immer, die haben oft eine geringe Standzeit und sind teuer. Was ist viel günstiger? Pappe. Es gibt Leute, die bauen sich im Internet aus Pappe Reinigungsscheiben und polieren und reinigen damit die verschiedenen Werkzeuge und Materialien. Und da habe ich mir gedacht, von wegen, das probierst du auch mal aus. Das haben mir ein paar Leute schon geschickt, haben mich dann nach meiner Meinung gefragt. Ich sage, ich weiß es nicht. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, aber ausprobieren kann ich es mal. Und so habe ich am letzten Freitag nachmittags nichts zu tun gehabt und da habe ich einfach mir ein paar Pappereste genommen, habe mir da ein paar Scheiben angezeichnet und habe mir das Ganze zugeschnitten. Die erste Scheibe habe ich mir wirklich noch mit der Schere ausgeschnitten, das dauert aber viel, viel zu lange. So habe ich die nächsten Scheiben einfach mit dem Cuttermesser zurechtgeschnitten, einfach eine Trennscheibe als Vorlage und man hat innerhalb kürzester Zeit da einen Stapel Scheiben und dann kann es eigentlich schon losgehen. Das heißt, die erste kleine Erkenntnis, das Ganze geht unglaublich schnell. Wir zeichnen uns hier noch die Mitte an. Ich habe dann einfach eine 22er Lochsäge genommen. 22 ist immer die Aufnahme des Winkelschleifers für die Scheiben. 22 ist aber nicht der Dorn. Also das heißt, das Gewinde von dem Winkelschleifer ist immer M14. Das heißt, 22 ist okay, um das Ganze unten aufzunehmen. Für den Rest passt das Ganze natürlich nicht. Da habe ich natürlich nicht genau genug überlegt. Doch ich habe noch eine andere Verschraubung. Das heißt, ich habe hier diese Schnellverschraubung, die normal auf einem Winkelschleifer heute eigentlich Standard ist, die man da immer benutzt, damit man das Ganze ohne Schlüssel öffnen und lösen und schließen kann. Ich habe aber hier so eine andere Mutter, die ist von so einer Cubitron-Scheibe, das heißt von so einer Papierscheibe, nenne ich die immer Schleifscheibe, und die kann man hier wirklich perfekt nutzen, um das Ganze richtig zu führen und richtig zu spannen. Ich habe verschiedene Pappen genommen und schon ist der Winkelschleifer fertig und wir gucken mal, ob es uns nicht gleich um die Ohren fliegt, und das passiert nicht, und dann können wir versuchen, damit mal zu schleifen. Der erste Versuch ist jetzt hier dieser Rundstahl, und solange man mit der Kante arbeitet, ist alles wirklich gut. Wenn man mit der Fläche arbeitet, dann zerlegt sich diese Scheibe relativ schnell. Das heißt, ich habe hier verschiedene Papiere genommen, verschiedene Pappen genommen, so ist es richtig, mit den verschiedenen Strukturen. Und auch an dieser Bremsscheibe, der Rost löst sich wirklich. Also es ist schon sehr erstaunlich, dass das überhaupt in irgendeiner Form funktioniert. Es ist ein sehr, sehr feiner Abrieb. Hier habe ich einmal mit der Fläche gearbeitet, da hat sich diese Wabenpappe oben gleich verabschiedet. Aber ansonsten funktioniert es im Prinzip eigentlich. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist ein sehr, sehr minimaler Abrieb. Das heißt, alles, was hier lose ist, das löst sich. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine verrostete Dichtfläche hätte, die könnte ich da problemlos mit überarbeiten, müsste mir keine Gedanken machen, dass ich da irgendwelche Riefen, irgendwelche Macken reinmache. Da gibt es sicherlich Anwendungsfälle. Ob das jetzt so realistisch ist, ich habe 2-3 Minuten oder vielleicht mit allem zusammen, mit Herholen und so, habe ich 5 Minuten gebraucht, mir die Scheibe zu fertigen. Und wenn ich jetzt hier diese Bremsscheibe reinige von wegen, das geht auch wirklich schnell. Sieht man hier, also es funktioniert wirklich gut. Da bin ich erstmal relativ angetan. Überhaupt nicht angetan bin ich, wenn ich mich umdrehe, dann diese Scheibe zerlegt sich wirklich massiv innerhalb von wenigen Minuten. Das Ganze habe ich natürlich auf meinem Schweißtisch, das Ganze habe ich in meiner ganzen Werkstatt verteilt. Das ist so ein bisschen das Negative. Positive ist aber wirklich, dass es nichts kostet, dass es eine Alternative ist, die man immer irgendwo zu Hause hat, sich immer irgendwo auf die Schnelle basteln kann. Und für viele Sachen ist das sicherlich ausreichend. Das ganze Video ist natürlich mit so einem Augenzwinkern. Das heißt von wegen, ich wollte es einfach mal ausprobieren, habe die Kamera laufen lassen. Man sieht, innerhalb kürzester Zeit hat man hier eine gewisse Reinigungsleistung. Ob das ausreicht, ist natürlich immer so eine ganz, ganz andere Sache. Spätestens, wenn ich hier diesen Schürhaken überarbeite, dann habe ich die verschiedensten Kanten. Ich habe hier diesen Drill, den ich da reingebracht habe, und wenn ich das dann abreinige, dann löst sich diese Scheibe wirklich massiv auf und dann ist eigentlich Feierabend für die Scheibe.
Das heißt, es ist so ein netter kleiner Spaß, aber so ein praktischer Nutzen ist im Prinzip nicht richtig gegeben. Also kann man mal nutzen, wenn man gar nichts hat. Ansonsten, ich nutze zum Beispiel sehr gerne alte Lamellenscheiben, die gar keinen Abrieb mehr haben. Und ich habe noch ein paar andere schöne Möglichkeiten, wie man auch sehr, sehr günstig Materialien reinigen kann. Diese Reinigungsscheiben, ich weiß, viele sind da riesen Fans von, aber ich muss ganz ehrlich immer sagen, die sind ja auch alles andere als billig. Die Scheibe, die ich jetzt drauf habe, die kostet glaube ich 15, 16, 17 Euro. Für meinen Schweißtisch ist mir nichts zu schade, um den regelmäßig mal wieder abzuziehen. Ich habe immer viele Leute da, die bei mir Schweißen üben. Da geht immer mal was daneben, muss man Schweißtisch regelmäßig mal überpolieren. Dafür sind die wirklich super. Wenn ich so eine alte Bremsscheibe hier mit reinige, ist auch super. Aber ich habe natürlich nicht nur Flächen. Man hat auch immer Konturen, wie bei diesem Schürhaken hier. Und wenn ich diese geraden Konturen da unten bearbeite, dann ist wirklich auch noch alles gut. Aber wenn ich an den Drell gehe, wenn ich unten an die Rundung gehe und da so ein bisschen mit reinarbeiten muss, dann ist so eine Scheibe so unglaublich schnell verschlissen. Hat die so eine geringe Standzeit, da kann ich mich immer drüber ärgern. Gerade wenn ich daran denke, dass so eine Scheibe teilweise, wie gesagt, 10, 15 Euro kostet. Und da hat man irgendein kleines Projekt mal nachgearbeitet und schon ist die Scheibe für den Arsch. Und wenn man sich die Scheibe jetzt hier anguckt, die kann man wirklich nur noch wegschmeißen. Wenn man sich das Ergebnis jetzt anguckt, dann ist das auch nicht so hundertprozentig. Da muss ich wirklich sagen, Flächen gehen gut mit diesen Reinigungsscheiben. Für alles andere nehme ich lieber die rotierende Drahtbürste. Die hat wirklich eine riesen Standzeit, ist extrem günstig. Wichtig ist dabei immer, dass man einen Winkelschleifer hat, wo man die Drehzahl regulieren kann. Das heißt, nicht mit voller Drehzahl arbeiten, das Ganze ein bisschen begrenzen. Funktioniert deutlich besser. Eine vernünftige Schutzausrüstung, das heißt, ich habe immer einen kompletten Gesichtsschutz. Ich habe immer eine Jacke oder einen dicken Pulli an, wo wirklich diese Borsten, wenn die sich lösen, die gehen ja teilweise ab wie Geschosse. Da sollte man sich wirklich immer vor schützen. Aber ansonsten bin ich da ein riesen Fan von. Wichtig immer, dass man für verschiedene Materialien auch verschiedene Drahtbürsten einsetzt. Das heißt, ich habe immer eine für Stahl, zum Beispiel um meine Fülldrahtnähte zu reinigen. Ich habe immer eine für Edelstahl, das ist selbstverständlich auch eine Edelstahl-Drahtbürste und eine immer zum Reinigen fürs ganz Grobe. Das ist jetzt die Reinigungsbürste. Die halten wirklich monatelang, haben eine gigantische Standzeit und ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal getauscht habe. Also so 2, 3 Jahre sind meine Bürsten alle im Einsatz und ich glaube, ich benutze die mehr als die meisten, die so sonst irgendwo in der Form hobbymäßig unterwegs sind. Also es ist wirklich Wahnsinn, kann man lange mitarbeiten. Ich nehme meistens immer die von Lessmann, die von Haus und Werkstatt, diese Eigenmarke Weldinger, die sind wirklich auch sehr gut. Also gibt es verschiedene Marken. Ich kann hier immer gerne was drunter verlinken, aber das ist so mein Riesenfavorit zum Reinigen. Hat ein bisschen andere Eigenschaften natürlich als so eine Reinigungsscheibe, aber funktioniert auch sehr gut. Und wenn man das auf die einzelne Reinigungsanwendung vom Preis herunterbricht, sind die konkurrenzlos günstig. Riesenvorteil ist natürlich bei so einer Drahtbürste auch, dass ich in so eine Kontur richtig mit Kraft reingehen kann. Der Scheibe passiert überhaupt nichts. Ich kann die Kontur hier vernünftig reinigen. Man sieht das auch schon, dass man hier wirklich super Ergebnisse hinkriegt. Ansonsten bin ich ein Riesenfan davon, alte Lamellenschleifscheiben, Fächerschleifscheiben nicht wegzuschmeißen. Die kann man immer noch nutzen. Die haben fast keine Abriebswirkung mehr. Das heißt, wenn ich damit irgendwelche Ecken und Kanten schleife, von wegen habe ich immer eine gewisse Form, dass ich das Ganze runde. Das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich das Ganze strahle. Da hat man auch immer einen gewissen Abrieb, hat auch, dass eine Kante gebrochen wird. Das habe ich schon, aber für die meisten Aufgaben, die ich so mache, irgendwas entrosten, irgendwas vorbereiten, irgendeine Fläche überarbeiten, dass man da vernünftig schweißen kann. Dafür ist das Ganze wirklich perfekt. Und diese Fächerschleifscheiben, diese Lamellenschleifscheiben, wenn die stumpf sind, man schmeißt sie ja sonst weg. Ich hebe die immer auf, ich kaufe da immer halbwegs vernünftige Qualität, bezahlbare Qualität und damit kann man dann wirklich auch noch lange arbeiten. Die Scheiben zersetzen sich nichts, da passiert nichts und man sieht zwar hier, man hat ein paar Funken, aber an sich von wegen habe ich da keinen Abrieb mehr. Und auch diesen Drall, auch diese Kontur kann ich hier wirklich super mit nacharbeiten. Und ich habe diesen Drall jetzt mehrfach nachgearbeitet. Ich habe 2 von den Kumpels bearbeitet und man sieht das, es funktioniert mit dieser Fächerscheibe wirklich am besten. Was man da natürlich hat, man hat diese Kante oben von wegen, die rundet man damit leicht ab.
Das ist so ein bisschen das Negative natürlich. Man sollte das immer vernünftig betrachten und gucken, für welchen Zweck setzt man welches Werkzeug am Ende des Tages ein. Mit der Pappscheibe, das war auf jeden Fall mal ein witziger, netter Versuch. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ist natürlich mehr so ein bisschen immer mit dem Augenzwinkern zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni. Wenn ihr noch gute Ideen habt, wie man reinigen kann, gut und günstig reinigen kann, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Bis dann.